Guten Abo, sag ich mal. Unfassbar. So lecker. Was läuft's im Tal? Was machen die dort? Was spricht's mal heute? Leute würden das alles Zufall nennen. Ich bin inzwischen dran gewöhnt. Mich wundert das gar nicht mehr. Und morgen reist eine Gruppe Ägypter an. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ich war letzten Monat noch in Ägypten, ey. Saß in den Pyramiden. Dann ruft da einen von der Rezeption, der fängt an mit mir Arabisch zu sprechen. Da habe ich gesagt, was ist denn hier los? Haben wir auf Arabisch kurz gequatscht, habe ich ihn gefragt, ob er Ägypter ist. Sagt er, nein, er kommt aus Sri Lanka. Ich sagte, woher kannst du Arabisch? Sagt er, ja, habe ich mir beigebracht. Anders, einfach anders. Ich packe jetzt mein Zeug. Ich wollte eigentlich Wäsche waschen. Ich mache mich jetzt fertig und werde runter in die Stadt fahren. Ich muss was essen, ich habe Hunger. Ich machte mich kurzerhand auf den Weg in die Stadt, da Keith mir ein Restaurant empfohlen hatte und ich unbedingt noch was essen musste nach diesem langen, anstrengenden Tag. Der erste Eindruck, den ich von Kandy hatte, gefiel mir ziemlich gut und war ein deutlicher Kontrast zur Hauptstadt Colombo. So, auf Empfehlung vom Keith habe ich mir hier jetzt, ich muss gerade überlegen, wie heißt das? Ist auf jeden Fall ein vegetarisches Restaurant und das ist richtig bekannt. TripAdvisor, volle Punktzahl. Ich bin sehr, sehr gespannt. Unten war Selbstbedienung und ich wusste nicht, weil der Keith eigentlich meinte, man kann sich oben hinsetzen an die Straße. Und hier ist aber ein riesiger indischer Tisch. Ich will dir nicht zeigen, ja, das ist bestimmt, lass mich lügen. 25, 30 Menschen. Ich bin einfach hochgegangen, dann habe ich gesehen, es gibt eine Terrasse. Und habe einfach gefragt, kann ich mich da hinsetzen? Die haben mich nicht wirklich verstanden, aber jetzt sitze ich hier. Und Essen habe ich auch bestellt. Oh, herrlich. Essen. Obwohl es inzwischen ziemlich spät geworden war, war die Innenstadt noch ziemlich belebt und überall waren kleine Cafés offen, in denen sich Touristen tummelten. Der größte Anteil kam definitiv aus Asien, meistens Indien oder China. Aber auch einige einheimische Familien machten hier oben Urlaub, da das Klima viel kühler war und die Natur sich komplett vom Süden unterschied. Geil, Alter. Da habe ich mega Bock drauf. Guten Abo, sag ich mal. Baxi. You made it. What a day. Ey, ihr habt sowas von, keine Ahnung, wie krass gut das schmeckt. Wow. Das ist eine Geschmacksexplosion. Unfassbar. So lecker. Ich bin ja gar kein Foodblogger oder sowas. Good man. Okay. Thank you very much. This is amazing. Ich bin ja kein Foodblogger oder so. Aber wenn ich was finde, was wirklich gut schmeckt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich sage euch später nochmal, wie der Laden heißt. What's the name of the place? This Balaji Dosa. Balaji Dosa. Candy Balaji Dosa. When you're in Kandy, you have to go to Balaji Dosa. Ist ein rein vegetarisches Restaurant, aber zu gut. Also das hier vorne, das ist ein Cheese Dosa. Das ist im Prinzip so ein, ich kann euch nicht sagen, was der Teig ist, ey. Schmeckt ein bisschen nach Kokosnuss. Und drin ist halt Käse und Gemüse. Mega. Das hier konnte mir keiner erklären, was es ist. Auch irgendeine Kokosnussbasis. Aber dieser Cheese Dosa, ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr das irgendwo mal bekommt, ich schätze mal auch in indischen Restaurants bekommt man sowas, weil die indische und die sri lankesische Küche sich sehr ähneln. Ich kann euch nicht sagen, wie gut ich gegessen habe. Ey. Bei der Hälfte konnte ich eigentlich schon nicht mehr, weil es echt füllt. Ich habe es einfach eingeatmet. Ey. Oh wow, was ein Tag. Ich bin sehr, sehr glücklich. Der Kerl hat den besten Service gemacht, könnt ihr euch nicht vorstellen. Er hat mir so gutes Essen gerade gegeben. Und der will mir hier das Trinkgeld zurückgeben, obwohl ich ihm gesagt habe, er soll es behalten. This is yours. For you. Okay? Good man. Thank you. So viele von den Jungs sind einfach so krass ehrlich. Ich habe ihm glaube ich, ganz ehrlich, ich habe für das Essen und für mein Lassi, das wären 1800 gewesen. Ja? 1800 Rupies sind, ich mache es immer im Kopf, plus minus, das sind 7 Euro. Das ist für die natürlich viel Geld. Und für mich
Wenn ich mir überlege, was wir bei uns zahlen, für 7 Euro wirst du nicht satt. Du kriegst einen Döner, aber du kriegst nicht so eine Geschmacksexplosion. Dann habe ich ihm 2500 gegeben, habe gesagt, er kann den Rest behalten. Er sagt ehrlich, so danke, er geht. Er kommt trotzdem nach 5 Minuten wieder, will mir das Wechselgeld geben. Der hat mich so verdutzt angeguckt, weil ich gesagt habe, ey, du hast mich so gut bedient. Du hast mich mehr oder weniger hier an den Tisch gebracht, obwohl da irgendwie eine indische Hochzeitsfamilie war. Deshalb, ey, I'm blessed, thank you. Und inzwischen sind mir schon mehr Europäer begegnet als in den letzten 2 Wochen. Mega viele Engländer, Franzosen, Italiener. Mal gucken, ich will gar nicht abgeneigt sein. Mensch ist Mensch. Geil, ich gucke gerade auf den Berg, auf dem ich mein Hotel habe. Und ich glaube, ich bleibe 3 Nächte. So, ich bin eine Runde gelaufen. Ja, ich habe 1, 2 Pubs gesehen, aber ich bin halt kein Fan von einfach nur saufen. So, wenn dann das Tanzbein schwingen und irgendwas machen. Und jetzt bin ich genau gegenüber vom Balaji Dosai gelandet, da wo ich vorhin gegessen habe. Weil hier ein mega nicer Kaffeespot ist. Der macht morgens auch um 7 Uhr auf. Geil, und ich sehe im Prinzip da, wo ich vorhin gesessen habe, 2 Leute, die hier rausgekommen sind. Das sind nämlich Europäer, die habe ich schon von weiter weg erkannt. Ja, jetzt wird sich erstmal ein Käffchen gegönnt und dann gucken wir, ob ich nochmal losziehe. Aber ich bin auch relativ kaputt vom Tag, muss ich sagen. Guten Morgen. Candy erwacht. Der Sonnenaufgang ist bestimmt auch mega schön. So, ich habe jetzt meinen kleinen Arbeitsbereich hier eingerichtet. Sag mal ehrlich, lässt sich's besser arbeiten als mit so einem Ausblick? Morgens. Kleines Käffchen. Mir geht's gut. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Ich wieder mal auf den Dächern der Stadt, inmitten des Dschungels. So, ich habe ja hier nur eine Nacht gebucht, aber ich habe mich entschlossen, jetzt hier noch eine Nacht zu bleiben. Boah, ich sehe fertig aus, ey. Zu viel gesplittet, zu viel gegessen. Ich esse wie ein Tier. Und mal hoffen, dass noch eine Nacht möglich ist oder so ein Zimmer frei ist. Ansonsten muss ich mir was anderes suchen. Also, alles schon geklärt, kurz an der Rezeption gewesen. Madame hat für mich eine weitere Nacht gebucht. Ich bin wunschlos glücklich. Jetzt kann ich nämlich die Stadt erkunden. Bei mir sieht es natürlich schon wieder aus wie Kacke. Ist ja klar. Ein Tag hier. Mein Gott, ist das schön. So lässt das Leben, so kann ich den Tag doch anfangen. Voll süß, ey. Die Angestellten haben mich selbst jetzt gefragt, ob ich bleibe oder nicht. Dann habe ich gesagt, ey, wenn ihr noch was frei habt, ihr seid komplett ausgebucht. Aber gestern Nacht gab es einen kleinen Vorfall. Und zwar war ich tief am Schlafen. Und um 1:30, 2 Uhr nachts fängt jemand an, ultra krass monoton zu schreien. Alle 30 Sekunden schreit er das Gleiche. Und ich dachte erst, es kommt von draußen, irgendein besoffener Senegalese. Bis ich die Tür bei mir aufgemacht habe, habe gemerkt, es muss hier im Hotel sein. Keiner hat irgendwas gemacht, das hat anscheinend keinen gebockt. Bis ich gesagt habe, mir reicht's, bin ich dem Schreien gefolgt. Es war ein Stockwerk über mir. Und ich hämmer gegen die Tür. Es macht keiner auf und dann habe ich einfach die Tür aufgemacht. Und dann liegt da ich glaube, das war ein Inder. Ein indischer alter Mann auf dem Boden schreit, seine Frau hinter ihm. Und der Sohn kommt auf mich zu und sagt, why you open the door, why you open the door? Ich sag, Bruder, willst du mich verarschen? Es ist 2 Uhr nachts, der schreit wie sonst was ist hier los? Und ich konnte die Situation nicht ganz so einschätzen. Und irgendwann kommt der ältere Mann auf mich zu, schreit, bla. Und ich wusste nicht genau, ob er jetzt mich angreifen will oder nicht. Und dann habe ich zu seinem Sohn gesagt, wenn er mich jetzt anfasst, gibt es ein Riesenproblem. Achte einfach drauf, dass er nicht hier rauskommt, beruhig ihn und dann ist alles gut. Und die Situation war einfach sehr, sehr komisch, weil der Sohn mir einfach dumm kam. Und ich habe gesagt, ey, in erster Linie will ich schlafen, aber ich merke, hier stimmt irgendwas nicht und ich mache mir Sorgen. Was ist mit deinem Vater? Sagt er, ja, der hat Herzprobleme und der hat zu viel getrunken. Gemischt mit seinen Medikamenten wirkt sich das immer negativ aus. Sag ich, ey, du bist sein Sohn, du bist doch verantwortlich dafür. Warum lässt du ihn trinken? Er guckt mich einfach nur dumm an und fragt mich immer wieder, why you open the door? Ich habe gesagt, das ist doch scheißegal. Keiner kommt und keiner macht was. Dann kommt der Vater aus dem Zimmer raus und kommt so auf mich zugetorkelt und was weiß ich. Und irgendwann sagt er, I want to go hospital. Und dann gucke ich den Sohn an und sage, ey,
der sagt doch, er will ins Krankenhaus, warum bringst du ihn nicht? Und er spielt das halt alles runter. Und dann habe ich gesagt, hör mir zu, ich muss schlafen, ich will morgen ein bisschen was machen. Wenn es in 10 Minuten hier nicht vorbei ist, komme ich wieder und dann haben wir Rambazamba, mein Lieber. Ich gehe wieder ins Zimmer, 10 Minuten später ist absolute Ruhe. Heute Morgen beim Frühstück, als ich gerade oben war, habe ich mich mit mehreren Leuten unterhalten oder habe ein Gespräch nebenan mitbekommen, wo Leute gefragt haben, was war das gestern, wir waren am Schreien. Wie ich gesagt habe, ey, habt ihr denn selber nicht das Gefühl gehabt, ihr müsstet was machen? Dann habe ich ihm die Situation erklärt und habe gefragt, was ist denn aus dem Mann geworden? Ist die Familie noch da? Und dann kam der Manager zu mir und sagte, nee, den haben sie gestern abgeholt und ins Krankenhaus gefahren. Also habe ich doch gar nicht so ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich hatte das Gefühl, der Sohn hält ihn zurück und will ihn nicht zum Krankenhaus gehen lassen. Und das war ein bisschen komisch. Dann habe ich gefragt, kommen die denn heute wieder? Und angeblich kommen die jetzt in der nächsten halben Stunde. Ich würde gerne mit dem Sohn noch mal reden, weil er mir erstens mal ziemlich dumm kam. Und als ich gemeint habe, ey, ich kann auch die Polizei rufen, ich selber muss mir nicht die Finger dreckig machen, guckt er mich an und sagt, are you serious? Was für are you serious? Natürlich, Bruder. Du passt nicht auf deinen Vater auf, ich weiß nicht, ob es ihm gut geht, ich weiß nicht, ob du ihm irgendwas angetan hast, weil er hat geblutet an der Hand. Ich würde gerne nochmal mit ihm reden, werde aber jetzt hier nicht ewig warten. Dementsprechend sind die ganzen Angestellten mir sehr, sehr wohlgesonnen und haben gefragt, ob ich nochmal bleiben kann, weil ich so ein netter Gast wäre. Und ich kann es verstehen, weil ich merke, viele Leute respektieren nicht das Land, in dem sie sind und auch nicht, fühlen sich nicht als Gast und benehmen sich so ultra krass daneben. Vor allem viele indische Gäste, viele chinesische Gäste. Von Europäern habe ich jetzt gar nicht so viel gehört. Das ist einfach schade. Und wenn es doch so leicht ist, sich Freunde zu machen, einfach durch Freundlichkeit, dann kommt man überall leichter weg. Ich habe 2 Kaffee da oben getrunken, wollte gerade zahlen, sagte, was, komm, geht aufs Haus, war Buffet, weil ich hatte keinen Hunger, wollte nichts essen. Und es ist nicht so, dass ich das wollte oder dass ich das mit Absicht mache, damit ich Sachen umsonst kriege. Es ist einfach ein Selbstläufer. Freundlichkeit ist ein Cheatcode heutzutage. Viele Menschen haben es vergessen. Ich mache mich auf den Weg, jetzt geht es erstmal zur Wäscherei, weil ich muss unbedingt waschen. Ich habe wirklich heute letzter Tag, sonst muss ich Boxershorts doppelt tragen und das geht nicht klar. Was eine Aussicht, so kann man ins Tal fahren, ey. Was läuft's im Tal? Was machen die Leute? Was spricht's man heute? Das ist ein Segen. Da wartet schon Dominde. Dominde! How's your day? Ja? How about you? Ich habe einen kleinen Eierkopf gefunden hier im Straßenrand. Endlich ein paar Hunde, ey. Das ist Dominde, the plug. What's your name? Ishan. He's my brother. Nice to meet you. Machan. Yeah, brother. Machan. Macha. How do you write Dominde? Like this? DU. MI. MBA. Correct, huh? Yeah. Dominde. Candy. So when I come back, because I have not WhatsApp on this one, WhatsApp German. Yeah. You can call. So see you later, Dominde. Sure. Stay blessed. Yeah. Good business. Have a nice day. Good business. Thank you, my dear. I will. Wahnsinn, ich habe den Platz gefunden, der mir empfohlen wurde. Hier kriegt man eine kleine kulturelle Einweisung und dann kriegt man das Ticket, was normalerweise ein Taui kostet, kriegt man hier umsonst. Take idea from this document written how to purchase trip by Nidhi Share. Thanks. Nice. Dies war einer der Orte, die mir Basil für meinen Trip empfohlen hatte. Aber eigentlich nur, um an Freikarten für die kulturelle Show zu bekommen. Doch im Endeffekt stellte es sich doch als relativ interessant heraus. Die Insel Sri Lanka wurde in den vergangenen Jahrhunderten von zahlreichen frühen Reisenden besucht und auch beschrieben. Man nannte sie verschiedentlich Serendip, Taprobane, Ceylan oder auch Ceylon. Unsere Insel ist ein Ort, der von der Natur mit reichen Schätzen und einer atemberaubenden Schönheit ausgestattet worden ist. Man nannte sie auch die Perle oder das Juwel des Indischen Ozeans. Und das erscheint auch passend für eine Insel,
die so viele Naturschönheiten und Kostbarkeiten besitzt. Wertvolle Edelsteine sind eine solche Kostbarkeit. After cut and polish, you can see here. Wow. One second, guck mal. Yeah. Das ist ein roher Stein, ja, der wird bearbeitet. Dann hat man ihn in dieser Form. Und ich wusste gar nicht, dass Sri Lanka so krass viele Saphirproduktionsstätten hat. Und das ist dann sozusagen das Endprodukt. Which one is This the blue is blue sapphire? sapphire. Is blue sapphire yeah. the most expensive sapphire? Yes, three qualities we have. Yeah. Light color, medium color and dark color. After here, ruby, pink sapphire, white sapphire, yellow sapphire, orange sapphire. White sapphire similar to diamond, but hardness is different. Yes, because diamonds is the hardest stone. Yeah. 10 hardness, this is 9 hardness. White sapphire similar to diamond, Yeah. one hardness is different. This is yellow sapphire, orange sapphire, this is purple, green. Star sapphire have It changes the color, huh? No, without light you can't see star. With light you can see star. These are precious, these are semi-precious. That is the difference. Okay. Get it, good to know. It's like with diamonds. Also, umso härter der Stein, umso wertvoller der Stein. Das ist auch sehr, sehr logisch, weil das ist ja bei Diamanten nicht anders. Also Wahnsinn, meine Mutter hat Steine geliebt und generell, jetzt weiß ich auch, warum sie in Sri Lanka war. Look, I'm wearing a stone from my mother. And I don't 100% know what it is, but I think it's a quartz. Quartz. Do you recognize it? Like, I think because you know stones, I think you can say what it is. You can ask someone. You don't know? This is your job. I little bit, I know that is. Because maybe it's too yellow for a quartz. Normally quartz This is... is citrine, like that. Or because of the gold around it, it reflects. That's a blue sapphire? Yeah, blue sapphire. Given to that blue sapphire As a gift. Yeah. And then they come and steal. Yeah. The European always steal the stones. Don't tell me, Lady Diana. Rest in peace. Very interesting. This certificate. Moonstone also, beautiful stone. But it's semi-precious, huh? Yeah, semi-precious. Ja. Ich weiß mehr über Steine, als man denkt. Please, after you can see our factory, they are making jewelries. Hier werden die Steine direkt verarbeitet. That's very, very special. Okay. Geil, hier sieht man die ganze Produktion von dem, was die Leute machen. Stuti! Earrings. Yesterday, a lady came here. Yeah. She wants to earrings. So that We will have to talk about some jewelry afterwards. Maybe I would like to have some. It depends on the price, always on the price. please, here you can see our showroom. So you can buy for your mother. Another. My mother is not alive, my mom died last year. But she came here, that's why I came to Sri Lanka. Okay, please have a seat. Downstairs in downstairs. You can see. Can I take a seat up there? Excuse me, madam. Thank you. Hier ist was los. Die indischen Kunden kaufen ordentlich ein. And this is gold section. This is all Down gold. Silver section. I'm switching to gold. Gold. I like gold more. Do you want yellow gold or white gold? It depends. Actually, yellow gold, but sometimes yellow gold is a bit too orange. Yeah. But I would like to see something in yellow gold. Pure gold we haven't. But layers of gold. Yeah. 18, Yeah. 18, 14K gold we have. Okay. Not 22. I think I 24 would that. I would like to see a chain. Normally, sir, we sell with stones, not pure. Of course gold. with Yeah. of course with stone. With I will stone. of course. Yeah. Okay. That's why I'm here. Have a seat. Also den könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. That is mashed
It's a ruby? What is this? Garnet. What's the name? Garnet. Garnet? Garnet, yeah. It's semi-precious. Also ich habe einen Ring gefunden, obwohl ich auf Gold wechseln möchte, habe ich einen silbernen gefunden mit einem roten Stein, der mich sehr, sehr flasht. Ich wollte eigentlich keinen Ring, ich wollte lieber eine Kette, aber haben sie nicht, aber die können einem alles designen. Also alles, was man haben will, die sind halt nicht auf Gold spezialisiert, dann müsste ich irgendwo beim Juwelier mir eine Goldkette holen und dann den Stein einsetzen lassen. Aber wenn ich was kaufe, dann muss es was sein, was mir wirklich gefällt. Es muss was sein, was ich trage und was ich in Ehren halte. Vor allem, nachdem ich den Ring meiner Mutter verloren habe. Es ist mir leider alles ein bisschen zu weiblich. Und ich mag es auch nicht zu protzen. Ich will zum Beispiel nicht jetzt so einen riesen Stein auf einem Ring haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Auswahl hatte sich auf 2 Ringe reduziert, aber ich wollte mir mit meiner Entscheidung noch Zeit lassen. So, das mit dem Ring lasse ich mir durch den Kopf gehen. Der eine kostet knapp 2000 US-Dollar, der andere 200. Aber ich kann mir auch was selbst zusammenstellen lassen. Und ich will eigentlich eine Kette. Ich gucke, ob ich irgendwo eine Goldkette finde, die mir gefällt. Weil die zweite, die ich trage, ist kein echtes Silber. Die Person, die es mir geschenkt hat, wollte es mir nicht glauben. Aber nach 2-mal ins Meer springen, läuft sie schon an. Deshalb eine schöne Goldkette wäre nice. Und dann einfach einen Stein einsetzen. So. Und ich mag das, an verschiedenen Orten was zu kaufen, weil es dich immer dann daran erinnert. Aber jetzt erstmal zur Wäscherei. Alter, was hier los ist. Ich gönne mir jetzt wirklich ein schönes Frühstück. Cheese Bagel und Honigwaffeln. Okay, ich wurde jetzt hier überredet, mir einen Arak reinzuziehen. It tastes so much more like whiskey than Ouzo. Very special order. Nice. The old Arak.